Hallo liebe Häkelfreunde, wenn ihr Lust habt, euren Kleiderschrank um ein sehr exquisites Teil zu bereichern, dann lade ich euch herzlich ein, mit mir diese extravagante Kreistunika zu häkeln. Sie wird euch ganz sicher bewundernde Blicke einbringen. Die gewählten Muster und auch die Anleitung sind gar nicht schwer und ihr könnt die Tunika in verschiedenen Größen nachhäkeln. Die Angaben für die verschiedenen Größen findet ihr immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Detaillierte Angaben zum verwendeten Material findet ihr ebenfalls im Anfangsbereich des Videos sowie in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachhäkeln. Heute verwende ich zwei entgegengesetzt gewickelte dreifädige Bobbel mit dem Namen Otis von Meine Bobbelträumerei. Die Lauflängen für eure Größe entnehmt bitte der Materialseite nach dieser Einstellung. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbles mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden, in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich habe hier zwei entgegengesetzt gewickelte Bobbles, ansonsten sind sie genau gleich und ich nehme diesen hier, wo außen die dunkle Farbe ist, und starte von innen nach außen mit der hellsten Farbe. Und ich mache die Anschlagskette mit einer 3 mm Nadel und steige danach auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Und ich starte mit einer Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, drehe die erste um und steche hier ein, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hole den Faden durch, häkle zunächst sozusagen eine Luftmasche, das heißt, ich masche nur einen Faden ab und häkle dann die feste Masche und masche also die restlichen beiden Fäden ab. Ich steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, masche einen Faden ab und dann die anderen beiden. Immer in den Querfaden einstechen, das ist nur ein Faden, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2 in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, zuerst die Luftmasche häkeln und dann die feste Masche. Gehäkelt wird dann hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache eine Anschlagskette, die ungefähr 65 cm lang ist, und wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich habe 120 Maschen angeschlagen. Bei mir sind das ungedehnt gemessen circa 65 cm. Und jetzt nehmen wir das genauso, wie wir gehäkelt haben, also mit der Unterkante jetzt oben, die schönen Maschen sind unten. Wir achten darauf, dass sich das Ganze nicht verdreht und schließen mit einer Kettmasche in die erste feste Masche zur Runde. Dies ist normal, das ist bei mir auch so, das wird später vernäht. Und ganz wichtig, jetzt steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein zweites Stäbchen dazu. Wir haben also 2 Stäbchen in einer Masche. Jetzt lasse ich eine Masche aus und in jede zweite Masche häkle ich 2 Stäbchen. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe lauter Zweiergrüppchen gehäkelt. Achte jetzt in dieser ersten Reihe noch darauf, dass das Ganze nicht verdreht ist. Hier bleibt eine feste Masche übrig, das passt. Wir haben ja auch sonst überall eine feste Masche dazwischen. Und ich schließe zunächst in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche und häkle eine weitere Kettmasche zwischen diese beiden ersten Stäbchen hinein, also zwischen die Stäbchen. Häkle zunächst 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und eine Luftmasche noch dazu für den Abstand und häkle in dieselbe Lücke, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen. Das Ganze sieht aus wie ein V. Wir haben ein Ersatzstäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und wir springen zur nächsten Zweiergruppe und häkeln zwischen die Stäbchen hinein ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Jetzt haben wir 2 V. Wir springen immer von Gruppe zu Gruppe und häkeln zwischen die beiden Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, habe in jede Zweiergruppe wieder ein V gehäkelt. Jetzt suchen wir uns hier die dritte Luftmasche von unten gezählt und schließen mit einer Kettmasche zur Runde, sodass auch hier ein V entsteht. Eine Luftmasche muss hier dazwischen noch sein. Dann stechen wir ins V hinein, also in die Lücke, und häkeln eine weitere Kettmasche und beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, eine für den Abstand
und häkeln ein weiteres Stäbchen in die Lücke, sodass wieder ein V entsteht, und wir häkeln wieder in jedes vorhandene V ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Die Reihe ist also absolut identisch mit der Vorreihe. In jedes V kommt wieder ein V, und ein V besteht im Moment aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen, suche mir hier wieder die dritte Luftmasche, von unten gezählt, häkle eine Kettmasche in die dritte Luftmasche und eine Kettmasche in die Lücke. Und jetzt ziehe ich den Faden ein bisschen länger, hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, hole einen Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch und masche alle gemeinsam ab, und diese erste Noppe schließe ich noch mit einer extra Luftmasche ab, und dann häkle ich 3 Luftmaschen als Abstand. Springe ins nächste V, hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, ein Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, hole den Faden ein drittes Mal durch, masche alle gemeinsam ab bis auf 2, und die masche ich gemeinsam ab. 3 Luftmaschen Abstand. Ein Umschlag ins nächste V, springen, eine Dreiernoppe häkeln, alle gemeinsam abmaschen bis auf 2 und die dann abmaschen. 3 Luftmaschen, ein Umschlag, ins V hineinstechen, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch. Alle abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen beiden. Das sieht so aus, und dazwischen immer 3 Luftmaschen, und das machen wir die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe lauter Noppen gehäkelt, die Anzahl ist gleich wie ihr Vs habt, und auch zwischen der letzten und der ersten Noppe brauchen wir 3 Luftmaschen als Abstand, und wir schließen hier oben in den Kopf der Noppe mit einer Kettmasche zur Runde und häkeln eine Kettmasche um den Luftmaschenbogen herum, häkeln eine Luftmasche und häkeln um den Luftmaschenbogen herum 4 halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen ist ein Umschlag, den Faden durchholen, etwas heraufziehen und alle gemeinsam abmaschen. Und wie gesagt, ich häkle 4 halbe Stäbchen in jeden Luftmaschenbogen. In die Noppe häkle ich nichts, sondern springe zum nächsten Bogen und häkle wieder 4 halbe Stäbchen. Und immer die Noppe auslassen bzw. überspringen und nur in die Bögen arbeiten. Immer 4 halbe Stäbchen, das sieht so aus, und das machen wir die ganze Runde so.
dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, habe in jeden Bogen 4 halbe Stäbchen gehäkelt und jetzt schließen wir mit einer Kettmasche in den Kopf des ersten halben Stäbchens. Hier genau schauen, nicht in die Luftmasche schließen. Ihr seht hier die 4 halben Stäbchen und in den Kopf des ersten halben Stäbchens schließen wir zur Runde. Ich häkle 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, ein weiteres Stäbchen und häkle auf jedes zweite Stäbchen eine solche Zweiergruppe, eine Masche also überspringen und 2 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Masche auslassen und in jede zweite Masche häkeln wir 2 Stäbchen. Das sieht so aus und das machen wir die ganze Runde so. Und es müsste sich die doppelte Anzahl an Zweiergruppen ergeben, wie ihr hier unten Vs hattet. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Das darf sich jetzt ganz leicht wellen, das ist bei mir auch so. Und am Ende bleibt eine Masche übrig. Als Abstand, das passt, haben wir sonst auch. Und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle 3 Luftmaschen und häkle jetzt in diesen Zwischenraum direkt unter diesen 3 Luftmaschen noch ein Stäbchen in die Lücke und häkle wieder Zweiergruppen, aber diesmal zwischen die Zweiergruppen der Vorreihe. Also hier ist die nächste Lücke, da häkle ich 2 Stäbchen hinein und immer zwischen diese kleinen Vs kommt eine neue Zweiergruppe, also versetzt zur Vorreihe. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Ich schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, häkle 3 Luftmaschen und häkle wieder so quasi rückwärts in diese Lücke, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen hinein und häkle wieder Zweiergruppen immer zwischen die Zweiergruppen der Vorrunde, also wieder versetzt. Also die Reihe ist absolut identisch mit der Vorreihe und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen, schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde, häkle wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke und häkle weitere 6 Reihen im selben Muster, so dass wir insgesamt 9 Reihen mit diesen Zweiergruppen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe jetzt insgesamt 9 Reihen mit diesen Zweiergruppen gehäkelt und das Ganze ist jetzt schön flach geworden.
Und jetzt machen wir Folgendes. Ich habe hier zur Runde geschlossen in die dritte Luftmasche, wie immer. Jetzt ziehen wir den Faden wieder etwas in die Länge, holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag und holen den Faden noch einmal durch, maschen alle Fäden ab und diese erste Noppe beschließen wir mit einer extra Masche. Dann folgen 2 Luftmaschen und ich häkle jetzt immer zwischen die Zweiergruppen eine Noppe, genau gleich wie hier unten. Also den Faden einmal durchholen, ein zweites Mal und ein drittes Mal, alle abmaschen bis auf 2 und dann die 2 abmaschen. 2 Luftmaschen dazwischen, einen Umschlag holen, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch, alle abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. 2 Luftmaschen und in jede Lücke immer zwischen die Zweiergruppen häkeln wir eine Noppe und dazwischen 2 Luftmaschen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, auch zwischen der letzten Noppe und der ersten brauchen wir unsere 2 Luftmaschen Abstand und ich schließe in den Kopf der Noppe mit einer Kettmasche zur Runde und häkle eine Kettmasche in die Lücke, häkle eine Luftmasche und häkle in jede Lücke 3 halbe Stäbchen. In die Noppe häkle ich nicht, sondern springe in die nächste Lücke und häkle wieder 3 halbe Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so, immer 3 halbe Stäbchen in jede Lücke und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Hier seht ihr die 3 in der Lücke und in den Kopf des ersten schließen wir mit einer Kettmasche. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch 2 Stäbchen dazu, sodass wir 3 Stäbchen in einer Masche haben. Ich überspringe 2 Maschen und in jede dritte Masche häkle ich 3 Stäbchen in eine Masche. 2 Maschen auslassen und in jede dritte Masche eine Dreiergruppe bestehend aus 3 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde, häkle wieder 3 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen in die Lücke, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, und jetzt häkle ich eine Luftmasche zwischen den Gruppen, dann wieder in die Lücke springen, 3 Stäbchen in die Lücke zwischen den Gruppen,
häkeln, eine Luftmasche dazwischen und immer von Lücke zu Lücke springen, 3 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche. Das Ganze sieht so aus und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und diese Reihe schließe ich jetzt etwas anders, weil wir auch hier einen Abstand brauchen. Ich schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche, häkle dann 3 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen in die Lücke und häkle wieder eine Luftmasche und pro Lücke 3 Stäbchen, eine Luftmasche und immer 3 Stäbchen pro Lücke, also dieselbe Reihe, die wir soeben gemacht haben. Und ich häkle rundherum und dann zeige ich euch noch einmal, wie man die Runde schließt. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche zur Runde und ich häkle weitere 6 Reihen in diesem Muster. Das heißt, ich starte wieder mit 3 Luftmaschen, häkle 2 Stäbchen in die darunter liegende Lücke, eine Luftmasche und springe wieder von Lücke zu Lücke und häkle genau dieselbe Reihe noch 6 Mal, sodass wir insgesamt 9 Reihen mit Dreiergruppen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 9 Reihen mit diesen Dreiergruppen gehäkelt und schon zur Runde geschlossen. Jetzt ziehe ich den Faden ein bisschen in die Höhe, hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, hole noch einen Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch, masche alle gemeinsam ab und diese erste Noppe immer mit einer extra Masche beschließen. Dann häkle ich 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke, wo diese Noppe herauskommt, eine Dreiernoppe, so wie wir sie schon kennen, sodass wir hier so ein Zweiergrüppchen haben. Dann häkle ich eine Luftmasche und springe in die nächste Lücke zwischen den Gruppen, häkle eine Dreiernoppe, 3 Luftmaschen, eine weitere Dreiernoppe in dieselbe Lücke, eine Luftmasche, eine Dreiernoppe in die folgende Lücke, 3 Luftmaschen, eine weitere Dreiernoppe in dieselbe Lücke. Das sieht so aus und dazwischen immer eine Luftmasche als Abstand. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und habe hier die letzte Gruppe gehäkelt, dann unbedingt noch eine Luftmasche. Wir brauchen auch hier zwischen der letzten und der ersten Gruppe eine Luftmasche Abstand. Dann schließe ich in den Kopf zunächst dieser Noppe
mit einer Kettmasche zur Runde in den Kopf und häkle dann noch eine Kettmasche in die Lücke. Und dann ziehe ich wieder den Faden ein bisschen herauf, häkle die erste Noppe, beschließe die immer mit einer Extramasche, häkle 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke, also zwischen die beiden Noppen hinein, in dieselbe Lücke, eine weitere Dreiernoppe, eine Luftmasche und springe dann von Gruppe zu Gruppe und häkle immer in die Mitte der Gruppe wieder eine neue Gruppe. Eine Gruppe besteht aus einer Noppe, 3 Luftmaschen und einer weiteren Noppe und zwischen den Gruppen eine Luftmasche Abstand. Also im Prinzip dieselbe Reihe, die wir gerade gemacht haben. Immer eine Noppe, 3 Luftmaschen, eine Noppe, eine Luftmasche zwischen den Gruppen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Nach der letzten Gruppe habe ich noch eine Luftmasche gemacht und ich schließe wieder in den Kopf der ersten Noppe zur Runde und häkle eine weitere Kettmasche in die Lücke. Und jetzt häkeln wir weitere 4 Runden, genau gleich wie die Runde, die wir soeben gemacht haben. Weitere 4 Runden, sodass wir insgesamt 6 Runden mit diesen Noppen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 Reihen in diesem Muster gehäkelt. Ich habe jetzt ungefähr eine Breite von 35 cm und wir häkeln jetzt in diesem Muster weiter, bis das für eure Größe angegebene Maß erreicht ist. Ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe hier meine 40 cm erreicht für meine Größe. Zur Information, bei mir sind das 10 solche Musterreihen in diesem Noppenmuster. Das kann euch als Richtwert dienen. Hier habe ich den runden Übergang und ich habe von hier, von der Mitte dieser Gruppe bis zu dieser Gruppe, meinen halben Hüftumfang herüber gemessen. Bei mir sind das 52 cm. Ich schreibe euch Richtwerte für eure Größe oben hin und neben der Gruppe habe ich mir eine Markierung gemacht und diese Anzahl Gruppen ist bei mir 20 Stück. Das kann bei euch natürlich anders sein. Und diese 20 Gruppen bzw. eure Anzahl, die häkeln wir jetzt und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 20 Gruppen gehäkelt. Wie gesagt, bei mir sind das ungefähr 52 cm. Jetzt nehme ich den Maschenmarkierer heraus, den brauchen wir gleich wieder. Im nächsten Schritt zählt ihr
von hier weg, also alle noch unbehäkelten Gruppen einmal rundherum bis zum runden Anfang. Nur zählen, wie viele Gruppen ihr noch nicht behäkelt habt, einmal rundherum bis zum runden Übergang. Und wenn ihr diese Zahl habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe gezählt, ich habe noch 100 Gruppen, die noch nicht behäkelt sind. 20 davon, also dieselbe Anzahl wie hier, brauchen wir auf der anderen Seite für den Bund. Das heißt, von diesen 100 ziehe ich 20 ab, das ergibt 80 und diese 80 teile ich durch 2, das gibt 40 und 40 Gruppen lassen wir jetzt unbehäkelt, also eure Zahl. Das heißt, ihr zählt jetzt diese Zahl ab und setzt euch dann wieder einen Maschenmarkierer. Und dasselbe mache ich auch und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe hier 40 Gruppen gezählt. Ich muss das ein bisschen so hinlegen, weil es sonst zu breit ist. Und nach 40 Gruppen habe ich zwischen die Gruppen wieder den Maschenmarkierer gesetzt. Hier habe ich noch eine Luftmasche gehäkelt und wir lassen jetzt diese 40 Gruppen aus und häkeln auf der anderen Seite nach dem Maschenmarkierer dieselbe Anzahl Gruppen wie vorhin auch, bei mir also 20 Gruppen. Und hier, das ist dann der Ärmel. Das heißt, ich häkle jetzt wieder meine 20 Gruppen, ihr eure Anzahl, und wenn ihr die gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl an Gruppen gehäkelt wie hier. Hier haben wir begonnen, dann haben wir den Ärmel übersprungen und hier weiter gehäkelt. Hier müssen gleich viele Gruppen sein wie hier und auf beiden Seiten müssen gleich viele Gruppen sein, die wir überspringen. Wir überspringen jetzt den zweiten Ärmel. Bei mir sind das wieder 40 Gruppen, bei euch eure Zahl. Hier habe ich noch eine Luftmasche gehäkelt und ich schließe jetzt wie gewohnt zur Runde, nur dass die Runde jetzt natürlich viel kürzer ist und ich häkle wieder eine Kettmasche in die Lücke und jetzt häkeln wir den Bund im selben Muster weiter, nur dass die Runden jetzt viel kürzer sind, also das Muster ganz genau gleich wie immer, so wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben, nur eben über die reduzierte Anzahl an Gruppen, die wir jetzt haben. Auch hier häkle ich eine Luftmasche dazwischen und springe wieder von Gruppe zu Gruppe und häkle den Bund hinunter, und ich würde für mich jetzt ungefähr 20 cm Bund machen. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 20 cm Bund dran gehäkelt, habe zur Runde geschlossen und ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir noch den Halsausschnitt umhäkeln.
Willkommen zurück. Ich steche hier in der Nähe des Anfangsfadens in eine Masche ein, hole den Faden durch, verknote den Faden, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Und dann häkle ich eine runde feste Maschen. Ihr seht hier schöne Einstichstellen, einfach ein bisschen tiefer einstechen. Nicht nur einen Faden, sondern etwas tiefer einstechen. Und wir häkeln einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Mir scheint der Ausschnitt für mich persönlich noch etwas zu groß und darum zeige ich euch, wie man den einhalten kann. Am besten macht ihr aber eine Anprobe. Ich beginne mit einer Luftmasche, steche gleich wieder in die erste Masche ein, häkle eine feste Masche und häkle 7 weitere feste Maschen. Sodass ich 2, 4, 6, 8 feste Maschen nebeneinander habe und dann häkle ich 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Dazu stechen wir in die nächste Masche ein, holen den Faden durch und dann in die übernächste Masche, holen den Faden durch. Wir haben 3 Fäden auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und das ist dann in der nächsten Reihe nur noch eine Masche. Und ich mache das in diesem Rhythmus weiter. Immer 8 feste Maschen nebeneinander. 4, 5, 6, 7, 8 und dann 2 zusammen abgemaschte feste Maschen in die erste einstechen, den Faden durchholen, in die zweite einstechen, den Faden durchholen und alle Fäden gemeinsam abmaschen. Ihr könnt natürlich auch noch ein paar Reihen ohne Abnahmen machen. Am besten, wie gesagt, eine Anprobe machen. Und ich mache das die ganze Reihe so. Es spielt keine Rolle, ob sich das ganz genau ausgeht oder nicht. Ihr macht es einfach so oft es sich ausgeht und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe wieder in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Mein Ausschnitt hat die passende Größe erreicht und ich häkle jetzt noch 3 Runden feste Maschen. Sollte euer Ausschnitt noch zu weit sein, würde ich eine Reihe ohne Abnahmen häkeln, dann noch einmal anprobieren und im Bedarfsfall diese Abnahmereihe noch einmal wiederholen. Ich häkle jetzt noch 3 Runden feste Maschen und dann ist unsere Kreistunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt Spaß und Freude beim Häkeln
dieser exquisiten Kreistonika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.